Wenig überraschend haben die Firefly Studios nach dem durchaus erfolgreichen Remaster von Stronghold vor 2 Jahren nun auch eine Definitive Edition für den zweiten Teil, also Stronghold Crusader, angekündigt. Alles, was ihr zum Mittelalter-Burgbau-RTS wissen müsst und warum das ganze Game wahrscheinlich komplett irrelevant ist, habe ich euch wie immer kurz und kompakt zusammengefasst. Good day, my friends, and welcome back to the desert with Stronghold Crusader Definitive Edition. Stronghold Crusader erblickte ursprünglich 2002 das Licht der Welt und gilt unter Fans durch sein viel flotteres Spieltempo als der beste Teil der ganzen Serie. Neu war neben dem Settingwechsel in den Orient, dass Gegner und Verbündete ihre Burgen auf derselben Map hatten, statt neben einem Wegweiser zu spawnen. Zudem konnte der Titel durch viele gute, kleine, teils historische Kampagnen punkten, in denen ihr zum Beispiel als europäischer Fürst die Kreuzzüge angeführt hattet. In der nun vorgestellten Definitive Edition dürft ihr euch vor allem über eine generalüberholte Grafik freuen, die zum einen dem Original treu bleibt, aber das Ganze zum anderen auch für höhere Auflösungen und Breitbild kompatibel macht. Zudem wurde die Musik neu abgemischt und sämtliche Voice Lines, ja auch im Deutschen, neu vertont, wofür soweit möglich auf die damaligen Sprecher zurückgegriffen wurde. Wie bei Stronghold 1 wurde in diesem Zug auch die Steuerung an moderne RTS-Spiele angepasst und um diverse Komfort-Features wie Hotkeys erweitert. Im Kern bleibt es aber bei einem über 20 Jahre alten Spiel. Aber auch auf der Content-Seite gibt es Erfreuliches zu vermelden. Das ohnehin schon umfangreiche Spiel erhält nämlich 2 neue historische Kampagnen, 4 zusätzliche KI-Charaktere, 4 sogenannte Sand of Time Skirmish-Pfade, eine Abfolge herausfordernder Burgenbelagerungen, sowie auch einem Koop-Pfad, der euch mit einem Mitspieler die Kampagne bestreiten lässt. Obendrauf gibt es auch 8 neue Einheiten auf Seiten der Beduinen und diverse frische Skirmish-Maps. Das war's im Prinzip schon fast. Die Stronghold Crusader Definitive Edition erscheint am 15. Juli 2025 auf Steam und wird höchstwahrscheinlich wie sein Vorgänger unter 20 € kosten. Ach ja, wenn ihr jetzt schon Bock drauf habt, könnt ihr aktuell in die diese Woche veröffentlichte Demo reinzocken, in welcher ihr 2 Missionen testen könnt. Alternativ könnt ihr aber auch die alte HD-Version bei meinem Partner Instant Gaming für gerade mal 1 € einsacken, wie übrigens auch die meisten anderen Stronghold-Teile. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei dann sogar noch diesen Kanal hier zusätzlich. Also gönnt euch und so. Seid ihr noch da? Sehr gut, denn es gibt da noch etwas zu erwähnen, was auf keinen Fall unter den Tisch fallen sollte. Dass Entwickler Firefly im Prinzip seit 20 Jahren nicht so recht weiß, was sie mit ihrer Stronghold-Marke anfangen sollen und im Prinzip einen halbgaren Schrotttitel nach dem anderen abgeliefert haben, ist leider ein trauriger, aber belegter Fakt. Daher ist es umso erfreulicher, dass Fans das Heft längst selbst in die Hand genommen haben und mit Age of Whisper an einem echten Nachfolger arbeiten, der es endlich richtig machen könnte. Der Hoffnungsträger soll ebenfalls 2025 starten und sorgt dafür, dass ihr wahrscheinlich die Qual der Wahl habt und als Stronghold-Fan ein richtig spannendes Jahr vor euch habt. Also am besten auch mal direkt auf die Wishlist packen. Zumal dieses Spiel dank Unreal Engine nicht nur in Sachen Grafik ganz andere Maßstäbe setzen möchte, sondern auch mit viel größeren Massenschlachten um eure Gunst wirbt und sich tatsächlich peinlichst genau an Stronghold hält, um hier wirklich auch den letzten Hardcore-Fan abzuholen. Speziell Age of Whisper werde ich für euch im Auge behalten und dann umgehend berichten, sobald mehr Details vorliegen. Also gerne dranhängen und ein Abo dalassen, damit euch diese News dann auch erreichen können. In diesem Sinne, frohes Burgenbauen, ja, und bis zum nächsten Mal.